Grüß euch, da ist wieder Rucksacktaxi. Ich bin heute am Granzhorn-Parkplatz oberhalb von Erl. Und ich gehe mit euch heute auf den Pastakopf. Den wollte ich im Frühjahr schon mal raufgehen oder im Frühsommer. Da hat mir damals der Bauer so saublöd angeredet, von wegen, erst geht einer rauf und dann kommen 100. Ich habe schon gesagt, komisch, was die mit den 100 haben. Heute geht es vom Granzhorn-Parkplatz aus und man kann ja jetzt wieder rauffahren. Da war ich ganz überrascht, weil da war ja ein Erdrutsch und eine Sperre eingezeichnet im Outdoor aktiv. Jetzt gehe ich ganz normal auf der Straße weiter, wie im Sommer ganz viel aufs Granzhorn aufgegangen. Und wir biegen aber dann oberhalb vom Parkplatz rechts ab, Richtung Pasteralm und Pastakopf. Auf geht's! Durch den Nebel hat man erst fast nur einen Baum gesehen. Wir kommen gerade zur Pastalm. Hinter derer gingen wir jetzt dann rechts weiter. Die werden schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, die Bäume. Und hohl ist auch schon gescheit.
könnte jetzt ein kleiner Abschneider gehen. Ich bleibe aber heute auf der Straße. Das ist von der Strecke her fast genau gleich, was ich auf der Karte gesehen habe. Und es ist jetzt da halt eigentlich ganz angenehm zum Raufgehen. Die Sicht ist natürlich gleich null, aber es gibt dafür andere Hingucker. Der Raureif auf dem Gras da herum ist so ab 1000 bis 1200 Meter der Wind dann noch mehr eingezogen. Es ist auch kalt heute. Der Wind fühlt sich gleich nur mehr, oder durch den Wind fühlt sich das gleich nur mehr vielleicht 5 bis 10 Grad kälter an, als die minus 5 oder minus 7, was es jetzt sind. Und wir kommen gerade, man sieht es ganz schwach durch den Nebel zum Friedenskreuz. Da schaue ich jetzt natürlich kurz hin und da hat es einmal scheinbar ein bisschen einen Massenauflauf gegeben darauf, nachdem der Werner Schmidbauer mit einem Promi da herum war. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr ganz genau, wer es war. Und das ist wahrscheinlich der Auslöser für die, ich weiß nicht, ist es eine Meinung gewesen von den Bauern. Der wird wahrscheinlich gemeint haben, dass jetzt mal, wenn er eine Kamera sieht, ein Haufen Leute irgendwo aufführen. Die Sonne möchte schon rauskommen. Es ist bloß die Frage, ob die restlichen Höhenmeter langen, dass wir drüber sehen. Wir sind ja praktisch schon so ein bisschen im Endspurt auf dem Pasterkopf. Das ist eine ganz kleine Tour. Und wie man sieht, das geht immer noch auf der Straße. Jetzt ist es natürlich nicht mehr so eine Autobahn wie weiter unten, weil da herum halt schon weniger gefahren wird. Wir kommen jetzt gleich noch mal zu einem Schüttelzieher gerade und da müssen wir mal schauen. Es kann sein, dass der Steig, den man vor mir sieht, da steht schon, der geht zum Rabeneck weiter. Ich gehe aber jetzt auf der Straße weiter und da steht er richtigerweise der Pastaukopf. Ihr seht, wir haben gerade einen Steig reingegangen. Ab jetzt muss man wieder ein bisschen schauen, wo es weitergeht. Markiert ist da glaube ich nicht viel, aber man sieht aber wieder so eine kleine Schneisen und ich glaube, ich bin schon noch richtig.
Man muss jetzt wirklich gut schauen, wo es weitergeht. Geht es da runter oder in einem Bogen? Also Markierungen sehe ich jetzt da keine mehr. Man braucht also wieder ein bisschen, ich habe es ja schon ein paar Mal angesprochen, in solche Fälle einen Weginstinkt, dass man nicht falsch abbiegt. Ich war jetzt selber auch noch nie auf dem Pastaukopf und darum passe ich schon auf, dass ich auf dem Steig bleibe und nicht dann irgendwo umeinander renne, wo man nie weiß, wo man draufsteigt oder wo es dann auf einmal steil abfällt. Jetzt da erkennt man es doch wieder ganz gut, dass wir auf einem Steig unterwegs sind und nicht durch einen Wildwechsel fehlgeleitet werden. Das, was in so einem Fall ganz leicht passieren kann. Ja, jetzt sind wir herum am Pastaukopf und man sieht hinter mir ein ganz kleines Kreuz herum. Das ist ein leicht bewaldeter Gipfel, so ist es auch in Autoaktiv erkennbar. Ihr wisst, ich schaue mir die Touren fast immer einmal mit der Satellitenansicht an. Dann kann man ganz gut einschätzen, ob da Latschen sind oder ob da Bäume sind. Und dass der nicht ganz frei ist, war mir klar. Aber man hätte vor mir und hinter mir doch eine gewisse Fernsicht. Die letzten Meter sind nichts, wenn man nicht schwindelfrei ist. Das soll ja mal sein. Es geht rechts und links steil runter. Und ich habe den Gipfel bis jetzt noch gar nicht kennt, außer auf der Karte. Der Bauer hat ihn so weit recht, wo er mir gesagt hat, da ist schon ein Unfall passiert, dass er das auf Videos assoziiert. Naja gut, es gibt immer, die müssen einen Schuldigen finden. Ich habe an einige Stellen schon gehört, dass weniger Leute in solche Steige erinnern, weil sie ein Video gesehen haben. Also ich denke, man kann nicht jeden aufhalten, aber man kann auch nicht irgendwas einfach einmal verantwortlich machen, wo man sich hinterm vorne nicht auskennt. Ihr könnt es mir ganz gerne mal in die Kommentare schreiben. Einfach bei dem Thema, geht wer von euch Touren nach von mir? Hättet ihr es vorher erkannt? Oder habt ihr es überhaupt nur durch ein Video gefunden, dass man darauf gehen kann? Wie nutzt ihr das? Das würde mich wirklich interessieren. Ich weiß zwar, dass ich eben auch viele Zuschauer habe, die nur Fernsehen schauen wollen. Ihr braucht euch da nicht kümmern. Aber wenn ich ein paar Meinungen dazu habe, freut mich. Wenn ich nichts her, gehe ich davon aus, so viel werden es nicht sein, die Touren aufgrund von einem Video nachgehen. Ich gehe jetzt nicht ganz den gleichen Weg runter, sondern erst einmal bis zu dem Stück, da wo der kleine Weiher oder ist vielleicht nur ein ganz nasses Wiesenstückel zum Sehen war. Und da gehe ich dann nicht mehr über die Pastaualm runter, sondern ein kleines bisschen andere Runden. Einfach, dass ich den Weg auch gesehen habe. Nehme ich noch ein bisschen mit auf, wenn ich wieder am Weiher unten bin, falls euch das interessiert. Es war ein schöner, gemütlicher Aufstieg. Und wenn ich jetzt schaue, naja, heller werden tut schon hinter mir, man sieht es ganz deutlich. Nur, ich werde es nicht erwarten.
bis die Aussicht kommt, weil ob das jetzt noch 1 Stunde oder 2 Stunden dauert, das weiß ich nicht. Heute ist es mehr um die Bewegung gegangen und die Stimmung ist trotzdem irgendwie ja, schon auch schön. Man muss halt Augen aufmachen und muss sehen. Wir sind jetzt zurück an dem kleinen Tümpel oder ist es ein nasser Wiesenfleck und wir sind von der Straße da raufgekommen und dann da weitergegangen. Da war ein Mini-Abkürzer über den Steig auf zu dem Friedenskreuz und jetzt beim Runtergehen nicht rechts über die Pastaualm, sondern wir gehen da links. Da kann man also auch raufgehen. Ich habe mir heute die Pastaualm auch anschauen wollen. Es ist immer noch gleich neblig, also bin ich ja nicht beleidigt, dass ich runtergegangen bin mit dem Wissen, so super, jetzt war oben eine gute Sicht. Es ist halt heute eine Triebewanderung. Auf der anderen Seite so ruhig, so stark hat man es halt ganz selten. Weil die meisten sitzen daheim und jammern, dass man nichts sieht. Ich kann euch sagen, der alternative Abstieg, das kann man sich auch sparen. Das ist oben zwar der weiche Weg, ungefähr 100 Meter, dann geht es gefühlt quer über die Almwiesen runter, was ich eigentlich nicht so gern mag. Da braucht man sich nicht wundern, wenn sich die Bauern aufregen. Da ist eigentlich kein Steig erkennbar. Und so wie ich raufgegangen bin über die Pastaualm, ist es ja wirklich eine schöne, ja, mal eine Straßentour. Warum auch nicht? Kann man mal machen. Wenn jetzt jemand nicht so sicher ist und das letzte Stück halt zum Gipfel hinauf, das ist sowieso eher was für Trittsichere und oben natürlich für Schwindelfreie, weil da geht es rechts und links ganz schön runter und ich sage ja immer, man soll einfach nichts machen, wo man sich nicht wohlfühlt dabei. Warum? Beweisen kann man sich im Fitnessstudio was. Der Berg ist für sowas nicht da. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksackt-Taxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.